Willkommen zurück auf dem Kanal. Ich bin Chris und heute gibt es endlich das Video, auf das viele von euch gewartet haben. Mein ehrliches, ausführliches Review der Lelit Bianca V3. Ich nutze sie jetzt circa ein Jahr und habe über 500 Kaffees zubereitet. Und das bedeutet, ich kenne nicht nur die glänzenden Seiten, sondern auch die Schwachstellen, die mit der Zeit sichtbar werden. In den nächsten Minuten zeige ich euch, ob diese Maschine das hält, was sie verspricht. Ich rede mit euch über die Dinge, die mich begeistern, aber auch ehrlich über das, was mich nervt. Am Ende könnt ihr euch selbst ein Urteil bilden und ich verrate euch, würde ich sie heute noch mal kaufen? Überraschung. Die Antwort ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Wenn euch ehrliche, tiefgehende Reviews interessieren, ohne den üblichen Verkaufsgetüm, dann liked das Video, abonniert den Kanal und lasst uns starten. Falls euch nur ein bestimmtes Thema interessiert, könnt ihr mit den Kapiteln in der Beschreibung hier direkt zu den Themen springen. Kapitel 1: Was ist die Lelit Bianca? Die Lelit Bianca ist eine Dualboiler-Siebträgermaschine und was das bedeutet, erkläre ich kurz. Sie hat 2 separate Kessel, einen für das Brühen des Espressos, einen für den Dampf. Das hat einen großen Vorteil, ihr könnt gleichzeitig Espresso ziehen und Milch aufschäumen, ohne zu warten. Das spart Zeit, die Maschine muss nicht zwischen Kaffee- und Dampftemperatur wechseln und das kann im stressigen Alltag ein großer Pluspunkt sein, wenn ihr viel Milch schäumt. Jetzt zu den technischen Details, die wichtig sind. Die Brühgruppe basiert auf der E61-Gruppe. Sie ist thermisch stabil, zuverlässig und bewährt. Zusätzlich hat die Bianca Flow Control. Das ist ein Paddel, mit dem ich während der Extraktion aktiv eingreifen kann. Ich kann den Wasserdurchfluss steuern, langsam starten, die Spannung aufbauen, schnell beenden. Das fühlt sich danach an, die Direktkontrolle über die Espresso-Extraktion zu haben, nicht wie einen Knopf zu drücken. Der Brühkessel fasst etwa 800 Milliliter, der Dampfkessel 1,5 Liter, beide sind aus Edelstahl. Die Pumpe ist eine Rotationspumpe. Das bedeutet, deutlich leiser als die Vibrationspumpen der Konkurrenz und gleichmäßiger. Der Wassertank hat 2,5 Liter und ist in der Position veränderbar. Praktisch, wenn die Maschine in einer engen Ecke steht. Ich habe ihn zum Beispiel auf der linken Seite und komme so viel leichter an die Öffnung zum Nachfüllen. Lelit hat ein kleines Kontrollzentrum, das Lelit Control Center, hinzugefügt. Damit könnt ihr die Temperatur in 1 Grad Schritten anpassen, Vorbrühzeiten programmieren und ja, auch einige smarte Funktionen wie Auto-Off einstellen. Kapitel 2. Das hat mich begeistert. Kommen wir zu den Dingen, die ich wirklich liebe an dieser Maschine. Punkt 1. Diese Kontrolle ist süchtig machend. Das Flow Control Paddle ist nicht einfach ein Gimmick. Es ist ein echtes Werkzeug. Wenn ich morgens einen Espresso ziehe, spiele ich quasi mit der Maschine. Ich fange langsam an, baue den Druck auf und am Ende fahre ich runter. Das nennt sich Profiling in der Fachsprache. Die meisten Maschinen können das nicht von Natur aus. Hier kann ich es. Und ja, manchmal zieht man da einen Espresso, der schmeckt wie eine Entdeckung. Das macht Spaß. Was ich auch angenehm finde, wenn der Mahlgrad nicht perfekt passt, kann ich durch das Paddel den Fluss ausgleichen. Mit meiner alten Maschine habe ich dann oft Kaffee wegschütten müssen. Mit der Lelit Bianca mache ich zum Beispiel bei zu feinem Mahlgrad einen langen Blooming Shot daraus, der trotzdem noch gut schmeckt. Punkt 2. Brühen und Dampfen gleichzeitig. Das ist kein Gimmick, das ist eine Produktivitätsmaschine. Ich ziehe einen Espresso und während er läuft, schäume ich schon die Milch auf. Keine Wartezeit, kein ständiges Umschalten. Das bedeutet, ein Cappuccino ist in 2 Minuten fertig, nicht 5. Wenn ihr jeden Morgen Milchgetränke macht, spart ihr wöchentlich Zeit,
die ihr woanders sinnvoll einsetzt. Punkt 3. Das Design. Ich finde, die Maschine schaut einfach toll aus. Mir gefällt die Chrome-Ästhetik und die Form der E61 Brühgruppe. Das war einer der ausschlaggebenden Punkte für mich, die Maschine zu kaufen. Auch in Kombination mit der Rotationspumpe sieht sie nicht nur edel aus, sondern klingt auch edel. Punkt 4. Thermische Stabilität und Qualität des Materials. Nach einem Jahr Nutzung 0 größere Probleme. Die Temperatur läuft stabil, die Extraktion ist reproduzierbar und die Verarbeitung, Edelstahl, Holzapplikationen, massive Verbindungen, wirkt nicht wie etwas, das in 3 Jahren auseinanderfällt. Punkt 5. Der drehbare Wassertank. Klingt klein, ist aber praktisch. Je nachdem, wie euer Abstellplatz aussieht, könnt ihr den Tank nach hinten, nach links oder nach rechts drehen. In meiner Küche macht das den Unterschied zwischen Maschine sitzt blöd rum und perfekt platziert aus. Punkt 6. Das Lelit Control Center. Das kleine Display ist eine praktische Möglichkeit, alle wichtigen Einstellungen einfach zu erreichen. Auch die Funktion, wenn man den Knopf länger gedrückt hält, den Dampfboiler ein- und ausschalten zu können, finde ich toll. Manchmal trinke ich nur Espresso und kann so einfach den Dampf deaktivieren, um Strom zu sparen. Kapitel 3. Das sind die echten Probleme. Jetzt der ehrliche Teil. Ich möchte nicht, dass ihr später überrascht werdet. Nicht alle Punkte sind für mich persönlich ein relevanter Nachteil, aber es sind, finde ich, wichtige Punkte, mit denen man sich vor dem Kauf beschäftigen sollte. Problem 1. Die Aufheizzeit ist nervig. Wenn ich die Maschine kalt einschalte, dauert es gut 20 bis 25 Minuten, bis die Gruppe wirklich thermisch stabil ist. Ja, ich kann schon nach 10 Minuten einen Espresso ziehen. Aber wird er optimal? Nein. Die ersten 2 bis 3 Tassen sind eher Aufwärmtassen. Das ist der Preis für einen Dual Boiler mit stabiler Thermoregulation. Andere Maschinen heizen schneller, aber dann ist die thermische Stabilität nicht so gut. Hier zahlt man mit Zeit. Für mich ist das in Ordnung. Ich habe es mit einer smarten Steckdose gelöst, die ich von meinem Handy einschalten kann, um das Aufheizen frühzeitig zu starten. Außerdem zu beachten ist, dass die Maschine eher träge für Temperaturänderungen ist. Wenn du also einen hellen Kaffee machst und danach einen dunklen Kaffee mit 90 Grad, dann musst du gegebenenfalls einige Zeit warten. Problem 2. Das Kontrollzentrum. Das Kontrollzentrum, also die Bedienung, ist logisch aufgebaut, aber altmodisch. Ihr navigiert mit Plus- und Minustasten durch Menüs. Das fühlt sich an wie ein Handy aus 2008. Moderne Maschinen haben Touch-Displays oder eine smarte WLAN-Integration. Für die Bianca hätte ich mir das gewünscht. Zusätzlich sind manche Funktionen nicht intuitiv. Ihr müsst die Bedienungsanleitung lesen, nicht aus Neugier, sondern aus Notwendigkeit. Für Einsteiger kann das überwältigend wirken. Für eine neue Version der Bianca würde ich mir eine Integration fürs Smartphone wünschen, um die Maschine ein- und auszuschalten, um die Temperatur zu ändern oder vielleicht auch Temperaturprofile anzulegen für verschiedene Kaffees. Problem 4. Der Stromverbrauch. Die Bianca ist keine Sparmaschine. Messungen aus anderen Tests zeigen ungefähr 0,28 Kilowattstunden für 2 Stunden normalen Betrieb. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber es addiert sich. Wenn ihr die Maschine täglich einschaltet, merkt ihr das in der Stromrechnung. Und die Auto-Off-Funktion, sie kann praktisch sein, aber sie kann auch irritierend sein. Plötzlich geht die Maschine in den Standby, obwohl ihr in 5 Minuten wieder einen Espresso zieht. Ich persönlich habe die Maschine in der Stromsparfunktion. Sie schaltet sich nach 30 Minuten ab und hält ausschließlich den Kaffeeboiler auf 70 Grad. Ich habe einen Stromverbrauch von durchschnittlich 15 bis 20 Kilowattstunden pro Monat.
Ich mache circa 2 bis 3 doppelte Espresso pro Tag und alle 2 bis 3 Tage einen Cappuccino. Abhängig vom aktuellen Strompreis kann das natürlich auch ein relevanter Kostenfaktor sein. Problem 5. Sie ist wirklich schwer und nimmt Platz weg. Die Bianca ist kein Möbelstück für kleine Küchen. Sie sitzt da wie eine Festung. Wenn euer Platzangebot begrenzt ist, werdet ihr das bereuen. Und das Gewicht, ihr braucht einen stabilen Untergrund. Das sollte klar sein, aber es ist wichtig zu wissen. Problem 6. Die Lernkurve ist steil. Wenn ihr diese Maschine kauft, weil ihr denkt, ach, eine schöne Espresso-Maschine, dann werdet ihr überrascht. Ihr müsst verstehen, wie Druck funktioniert, wie Temperatur die Extraktion beeinflusst, warum der Mahlgrad so wichtig ist. Diese Maschine verzeiht nicht, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Kapitel 4. Wie schlägt sie sich im Alltag? Ich nutze diese Maschine fast täglich. Wie sieht der Alltag damit aus? Morgens Maschine einschalten, Wasser filtern und in den Wassertank füllen. Nach 20 Minuten checke ich schnell, ob die Temperatur stabil ist. Da schaue ich kurz aufs Display. Dann male ich Kaffee. Hier ist wichtig: eine gute Mühle ist keine Option. Die ist Pflicht. Die Bianca macht nur das Maximum aus gutem Mahlgut. Ich bereite den Siebträger vor, tampe und setze ihn in die Maschine ein. Dann ziehe ich den Bezugshebel nach oben. Mit dem Paddel steuere ich und nach 30 Sekunden ist der Espresso fertig. Wenn es ein Cappuccino sein soll, schäume ich die Milch, während der Espresso extrahiert. Nach 30 Sekunden Espresso habe ich fast fertige Milch. Kleine Pause, Tasse fertig. Das ist elegant. Das ist effizient. Diese tägliche Verwendung und analoge Bedienung der Maschine ist für mich das Highlight der Bianca. Die Reinigung: nach jeder Extraktion spüle ich die Gruppe mit Wasser. Einmal pro Woche fahre ich eine Rückspülung. Das ist Standard bei Espressomaschinen dieser Qualität. Kein Drama. Über das Jahr hinweg. Die Maschine hat konsistent funktioniert. Keine überraschenden Ausfälle. Die Einstellungen bleiben erhalten. Das ist beruhigend. Wenn ich eine teure Maschine kaufe, will ich, dass sie nach Jahren noch genauso funktioniert wie am ersten Tag. Hier ist das soweit der Fall. Was macht die Bianca zu einer guten Alltagsmaschine? Sie wird besser, je mehr ihr mit ihr arbeitet. Sie belohnt Sorgfalt. Und das ist ein gutes Gefühl. Kapitel 5. Für wen ist sie wirklich geeignet? Lass mich klar sein, diese Maschine ist nicht für jeden. Die Bianca ist perfekt für euch, wenn ihr experimentierfreudig seid. Ihr mögt es, an Parametern zu drehen, neue Sachen auszuprobieren und ihr freut euch über die Kontrolle, ihr täglich mehrere Cappuccinos oder Lattes macht. Der Dualboiler spart euch Zeit und Zeit ist kostbar. Ihr bereit seid, Zeit in das Verstehen dieser Maschine zu investieren. Das ist kein Plug-and-Play-Gerät. Das ist ein Werkzeug, das man kennenlernen muss. Ihr plant, diese Maschine Jahre zu behalten. Das ist nicht die Maschine, in der ihr nach 3 Monaten ein Upgrade macht. Das ist eine Maschine für Menschen, die auf Kontinuität setzen. Ihr eine gute Mühle habt. Ohne eine hochwertige Mühle ist diese Maschine übertrieben. Das ist wichtig. Euch solltet ihr eher nicht die Bianca kaufen, wenn ihr einfach einen Kaffee trinken wollt, ohne viel nachzudenken. Dann braucht ihr eine einfachere Siebträgermaschine oder vielleicht eine Filterkaffeemaschine. Euer Platz begrenzt ist, die Bianca ist groß, sie braucht Raum, der Stromverbrauch ein entscheidender Faktor ist. Es gibt sparsamere Optionen. Ihr nicht bereit seid, euch mit der Bedienung auseinanderzusetzen. Das braucht Zeit. Kapitel 6. Mein Fazit. Würde ich sie nochmal kaufen? Okay, die Frage, auf die alles hinausläuft. Nach einem Jahr Nutzung? Ja, ich würde die Bianca nochmal kaufen, aber mit einer wichtigen Zusatzinfo. Ich würde sie kaufen, weil ich mittlerweile weiß, worauf ich mich einlasse. Ich liebe die Kontrolle,
Ich liebe die Qualität, die analoge Bedienung und ich habe gelernt, die Komplexität nicht als Nachteil, sondern als Stärke zu sehen. Wenn ich eine Maschine haben will, die mich fordert und belohnt, dann ist das diese. Aber wenn ich heute nochmals ganz von vorne starten würde, würde ich mir zuerst überlegen, habe ich wirklich die Zeit und Lust, eine Maschine dieser Komplexität zu lernen? Oder reicht mir etwas Einfacheres? Oder will ich etwas mit digitaler Bedienung, wie zum Beispiel die Gaggia Classic mit dem Gagimate Mod? Weil die Wahrheit ist, eine gute Espresso-Maschine ist eine Investition in Wissen, nicht nur in Hardware. Das Gute, die Bianca ist eine Maschine, die mit euch wächst. Am Anfang nutzt ihr vielleicht 30% ihrer Möglichkeiten, nach einem Jahr nutzt ihr 80%. Und das ist toll. Meine letzte Empfehlung an euch. Wenn ihr euch diese Maschine kauft, dann investiert auch in eine hochwertige Mühle, nicht darunter. Gebt euch Zeit, die Maschine zu verstehen. Lest die Anleitung, schaut Tutorials, experimentiert und genießt den Prozess. Espresso ziehen ist nicht einfach nur eine Handlung, es ist ein Ritual. Die Bianca macht dieses Ritual zu etwas Besonderem. Das ist mein ehrliches Fazit nach einem Jahr mit der Lelith Bianca. Habt ihr Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Ich antworte gerne. Wenn ihr selbst die Bianca nutzt oder eine andere Maschine, würde ich eure Erfahrungen gerne hören. Seid ihr anderer Meinung? Noch besser, lasst mich wissen, warum. Falls euch dieses tiefgehende Review geholfen hat, eine Entscheidung zu treffen, dann liked das Video, abonniert den Kanal und ich bringe euch in 2 Jahren ein Update, wie es der Maschine geht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.